10 Steuerfakten, die du beim Auswandern in die Schweiz beachten musst. Genau damit wollen wir uns in diesem Video beschäftigen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir werden entweder im Sommer oder im Herbst 2025 ein Seminar zum Thema Auswandern in die Schweiz veranstalten. Wenn du daran Interesse hast, dann lass es uns doch wissen. Du kannst dich hier unverbindlich einfach mal registrieren und uns mitteilen, welcher Termin dir lieber wäre. Das hilft uns einfach bei der Planung. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Also entweder Ende Juli, Anfang August oder aber dann im Oktober planen wir ein solches Seminar. 2 bis 3 Tage in Zürich, wo wir alles besprechen rund um das Thema Auswanderung in die Schweiz. Steuerliche Aspekte in Deutschland, Wegzugsteuer, weiter beschränkte Steuerpflicht, Entstrickung, überdachende Besteuerung und dann auch alles, was man in der Schweiz steuerlich wissen muss. Plus auch ganz praktische Dinge wie Schulen in der Schweiz, Wohnungssuche, Immobilienkauf, Krankenversicherung etc. pp. Wenn dich das interessiert und du an einem solchen Seminar teilnehmen möchtest, lass uns das wissen gemeinsam mit deiner Terminpräferenz. Das hilft uns unglaublich bei der Planung. Vielen Dank. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Die Schweiz, sie ist und bleibt das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. Über 20.000 Deutsche ziehen jedes Jahr in die Schweiz um. Und natürlich, es ist ja auch kein Wunder. Man verdient das Doppelte oder Dreifache. Man zahlt nur die Hälfte der Steuern. Es ist sicher, es ist demokratisch. Die Züge sind pünktlich. Es gibt wenig Kriminalität. Was kann man nicht mögen an der Schweiz? Tatsächlich steckt der Teufel aber vielfach im Detail, insbesondere wenn du Unternehmer bist und in die Schweiz umziehen möchtest. Tatsächlich sind viele Dinge anders. Tatsächlich gibt es auch steuerliche Nachteile in der Schweiz. Und in diesem Video möchte ich dir 10 wichtige steuerliche Fakten vorstellen, die du unbedingt beachten musst, wenn du in die Schweiz umziehst. Also erstmal ganz allgemein, das ist jetzt nicht einer unserer 10 Punkte. Die Besteuerung in der Schweiz hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, in welchen Kanton du ziehst und dann in welche Gemeinde du in diesem Kanton ziehst. Hier gibt es tatsächlich unterschiedliche Steuern und tatsächlich macht auch die Gemeinde einen riesen Unterschied. Ich gehe davon aus, dass du das bereits weißt, wenn du dich mit dem Thema Umziehen in die Schweiz beschäftigst. Das heißt, das ist jetzt nicht Teil unserer 10 Fakten, sondern das setze ich einfach voraus als Grundvoraussetzung, als ein Wissen, was du hast. Wenn dich das interessiert, wie das genau in der Schweiz organisiert ist mit der Besteuerung in Bund, Kanton und Gemeinde, dann such am besten mal online danach. Da gibt es ziemlich gute Texte, die das Ganze erklären. Wir haben auch einige Videos gemacht. Schau einfach mal auf unserem Kanal hier nach. Such einfach mal hier auf unserem Kanal nach Schweiz, dann wirst du es sicherlich finden. Also jetzt kommen wir zu unseren 10 Steuerfakten und hier Nummer 1. In der Schweiz musst du AHV bezahlen, auch wenn du nicht erwerbstätig bist. AHV, das ist die Alters- und Hinterbliebenenversorgung, also die staatliche Rentenversicherung. Sie wird also auch fällig, wenn du in die Schweiz umziehst und nicht erwerbstätig bist, also zum Beispiel Privatier. Als Privatier zahlst du tatsächlich bis zu 25.000 Franken im Jahr in die Rentenversicherung ein, wenn du das gesetzliche Rentenalter in der Schweiz noch nicht erreicht hast. Diese rund 25.000 Schweizer Franken werden ab einem Vermögen von 8 Millionen Franken fällig und davor werden dann einfach niedrigere Beträge fällig. Aber wie gesagt, der maximale Betrag ist 25.000 Franken. Auch Nicht-Erwerbstätige sind davon betroffen, wenigstens wenn sie nicht das gesetzliche Rentenalter erreicht haben. Fakt Nummer 2, wir bleiben bei der AHV. Man ist ja in Deutschland gewöhnt, dass Unternehmer, inklusive eben Eigentümer, Geschäftsführer von Solo GmbHs im Grunde genommen keine Sozialversicherung in Deutschland bezahlen müssen. Wenigstens müssen sie nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. In der Schweiz ist das leider anders. Hier ist tatsächlich jeder, eben auch nicht Erwerbstätige, aber natürlich auch Unternehmer und Geschäftsführer, Gesellschafter von GmbHs und AGs verpflichtet, in die AHV einzuzahlen und es werden hier 10% fällig. Bei Angestellten ist es so, dass dieser Betrag aufgeteilt wird auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber wenn du Unternehmer bist, wenn du hier Geschäftsführer, Gesellschafter bist deiner GmbH, dann musst du eben hier diese 10% hier berappen. Leider gibt es hier keine Deckelung. Das heißt, ob du 100.000 verdienst oder 1 Million verdienst, es werden immer 10% fällig. Nur wenn du sehr gering verdienst, zum Beispiel als Unternehmer, wird möglicherweise ein bisschen weniger fällig, aber geh von den 10% aus. Das musst du also immer berücksichtigen, wenn du darüber nachdenkst, wie günstig die Steuern in der Schweiz sind.
hab immer diese 10% zusätzlich im Hinterkopf. Und übrigens sind hier natürlich die üblichen Steuersparmodelle vom Gesetzgeber verboten. Also wenn du zum Beispiel sagst, naja, dann zahle ich mir eben als Geschäftsführer einfach nur 1000 Franken Gehalt und dann lasse ich mir den Rest als Dividende ausschütten. Das funktioniert leider nicht. Dann wird die AHV auf diese Dividende fällig, weil dir die Behörde unterstellt, dass du dir anstatt Lohn Dividende bezahlst, um die AHV zu umgehen. Und dann musst du sie eben trotzdem bezahlen. Steuerfakt Nummer 3, berücksichtige die Vermögenssteuer. Wir hören ja vielfach hier Diskussionen auf YouTube, dass man sich vor einem europäischen Vermögensregister fürchtet. Tatsächlich ist es in der Schweiz gang und gäbe, dass du dein gesamtes Vermögen, tatsächlich alles, bis auf deinen Hausrat, inklusive Tiere, inklusive Gold, inklusive ausländischem Vermögen an den Staat melden musst und dann natürlich Vermögensteuer bezahlen musst. Die Vermögensteuer ist progressiv, die Freibeträge sind tendenziell sehr gering. Dafür ist der Vermögensteuersatz nicht sehr hoch, zum Teil weniger als 1%. Es kommt eben darauf an, in welchem Kanton du wohnst und wie hoch dein Vermögen ist. Aber viele Mandanten, selbst wenn sie in Zürich zum Beispiel wohnen, zahlen 0,5, 0,6% Vermögenssteuer. Also das hält sich in Grenzen. Aber wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel ein deutscher Privatier in die Schweiz umzieht, dann muss er erstmal AHV bezahlen, wie ich es gerade eben gesagt habe, und dann noch Vermögensteuer zahlen. Das heißt, dann zahlt er möglicherweise Zehntausende oder sogar Hunderttausende mehr, als er bisher in Deutschland bezahlt hat. Und da muss man natürlich dann erstmal schlucken. Ja. Vor allem, wenn man zum Beispiel Vermögen hat, wie zum Beispiel Gold, wo man ja keine Erträge erwirtschaftet, ja, oder Aktien, die man nicht verkaufen will, muss man trotzdem diese Vermögensteuer und die AHV bezahlen. Also das sind durchaus Dinge, die man gut überlegen muss, vor allen Dingen, wenn man eben in die Schweiz umzieht. Steuerfakt Nummer 4, wobei das gar nicht unbedingt was mit Steuern zu tun hat. Wenn du die B-Bewilligung in der Schweiz dir besorgst, dann wird erwartet, dass du dort mindestens 183 Tage dich in der Schweiz aufhältst und dann auch tatsächlich hier in der Schweiz natürlich deinen steuerlichen Wohnsitz hast. Das heißt, als Plan B ist diese B-Bewilligung in der Schweiz absolut nicht geeignet. Und wenn du in der Schweiz zu lange abwesend bist, dann wirst du die B-Bewilligung verlieren. Ausnahmen sind unfreiwillige Abwesenheiten. Diese zählen letztlich nicht als Abwesenheit. Wenn du also für deinen Arbeitgeber zum Beispiel geschäftlich unterwegs bist, dann ist das letztlich hier im Rahmen dieser Berechnung keine Abwesenheit. Aber das musst du bedenken. Das heißt, für digitale Nomaden etc. eignet sich die Schweiz nicht, denn hier ist die Anwesenheit tatsächlich erforderlich. Sonst wird dir die Bewilligung entzogen. Steuerfakt Nummer 5, die überdachende Besteuerung. Damit bezeichnet man besondere Regeln, die hier im deutsch-schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen festgelegt sind und noch 5 Jahre gelten, nachdem du Deutschland verlassen hast und in die Schweiz umgezogen bist. Hier wird im Grunde genommen so eine Art erweiterte beschränkte Steuerpflicht angenommen, wenn du in der Schweiz lebst. Das heißt, du bleibst im Grunde genommen noch 5 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig für Einkünfte, die normalerweise gemäß DBA in der Schweiz zu versteuern wären. Zum Beispiel Ruhestandsbezüge, Renten, auch eine betriebliche Altersvorsorge. Ja, das heißt, wenn du in die Schweiz umziehst und dann eine betriebliche Altersvorsorge erhältst und hoffst, dass du darauf die günstigen Schweizer Steuern bezahlst, gemäß Doppelsteuerungsabkommen, dann hast du die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn der deutsche Staat bzw. das DBA schreibt vor, dass du noch 5 Jahre lang Steuern in Deutschland auf diese Einkünfte bezahlen musst. Steuerfakt Nummer 5, Vorsicht vor der erweiterten beschränkten Steuerpflicht. Wir haben schon viele Videos zu diesem Thema gemacht. Wie gesagt, die überdachende Besteuerung gilt 5 Jahre, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht gilt dann aber 10 Jahre und sie hat noch mehr steuerliche Nachteile und du bist davon betroffen, wenn du in einen der Niedrigsteuerkantone in der Schweiz umziehst oder auch wenn du hier die Pauschalbesteuerung in der Schweiz nutzt. Also wenn du diese erweiterte beschränkte Steuerpflicht vermeiden willst. Möglicherweise, wenn du jetzt keine deutschen Inlandsinteressen mehr hast, dann betrifft dich das auch gar nicht so groß, aber du musst dann dennoch aufpassen hier, wenn es um Krypto und solche Dinge geht und deutsche Aktien. Also wenn du das vermeiden willst, dann ziehe nicht in einen der Niedrigsteuerkantone in der Schweiz um. Zumindest ist dann nicht, wenn du noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast. Steuerfakt Nummer 7, Schweizer Wohnsitz, Stiftung in Liechtenstein. Das ist keine gute Kombination. Du weißt vielleicht, die Schweiz und Liechtenstein, das ist so eine Hassliebe. Liechtenstein ist das Land, wo Schweizer hingehen, um Steuern zu hinterziehen. Sagt man so salopp. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber wie die Schweiz ein rotes Tuch ist für die deutschen Steuerbehörden, ist Liechtenstein ein rotes Tuch für die Schweizer Steuerbehörden. Wenn du also ankommst hier mit einer liechtensteinischen Stiftung und dann in die Schweiz umziehst, um zum Beispiel
die Vermögensteuer in der Schweiz zu sparen, wirst du dir jede Menge Ärger einhandeln. Du kannst davon ausgehen, dass das in der Schweiz keine anerkannte Gestaltung ist. Das heißt, du wirst dann trotz Stiftung hier möglicherweise Vermögensteuer in der Schweiz bezahlen müssen. Auch hier gibt es kantonale Unterschiede, aber grundsätzlich beißt sich diese Gestaltung. Das heißt, im Grunde genommen ist die Liechtensteinische Stiftung nicht wirklich geeignet, wenn du in die Schweiz umziehen willst. Steuerfakt Nummer 7, plane deinen Unternehmensverkauf gut. Du weißt vielleicht, in der Schweiz sind Veräußerungserlöse steuerfrei. Wenn du also in der Schweiz lebst und dein Unternehmen verkaufst, egal ob es sich um ein inländisches oder ausländisches Unternehmen handelt, dann ist dieser Veräußerungserlös vielfach für dich komplett steuerfrei in der Schweiz, wenigstens dann, wenn es sich um eine Kapitalgesellschaft handelt. Also wenn du hier den Unternehmensverkauf richtig planst, dann kannst du das so gestalten, dass es dann in der Schweiz steuerfrei ist. Wenn du jetzt natürlich aus Deutschland wegziehst und dein Unternehmen ist schon sehr viel wert, dann musst du in Deutschland die Wegzugsteuer bezahlen. Das macht dann auch keinen wirklichen Spaß. Daher sage ich, du musst das gut planen. Ja? Also in der Regel ist es vielfach am besten, wenn du in die Schweiz umziehst, wenn dein Unternehmen noch sehr wenig wert ist. Oder du ziehst sogar in die Schweiz um und gründest dann ein Start-up, zum Beispiel in der Schweiz. Das wäre natürlich auch ideal, und verkaufst es dann eben ein paar Jahre später komplett steuerfrei. Eben deswegen sage ich gut planen. Also du musst dir natürlich überlegen, dass du hier dann nicht in die Wegzugsteuer reinläufst und damit dann potenzielle Veräußerungserlöse wieder dann letztendlich geschmälert werden. Steuerfakt Nummer 9, Vorteil Auslandsgesellschaft. Wenn du in der Schweiz wohnst und an einer Auslandsgesellschaft beteiligt bist, dann kann das für dich steuerliche Vorteile haben. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Malta. Malta ist ja die effektive Besteuerung auf Ebene der Körperschaft, also auf Ebene der Gesellschaft 5%. 95% des Gewinnes würden dir dann als Dividende zufließen, wenn du in der Schweiz wohnst. Hier würde dann die sogenannte privilegierte Dividendenbesteuerung in der Schweiz gelten, wenn du der einzige Eigentümer dieses Unternehmens bist oder eben mindestens 10% eigentlich hält. Der einzige musste gar nicht sein. Mindestens 10% hältst, dann zahlst du also im Grunde genommen die Hälfte oder 60%, je nach Kanton, des üblichen Einkommensteuersatzes dann an Steuern hier auf diese Dividenden. Also das ist extrem gering, möglicherweise nur 5% oder nur 10% oder so. Das ist also dann ein großer Vorteil in Kombination hier mit dem ausländischen Unternehmen. Und vor allen Dingen, wenn du es richtig machst, gibt es dann dort die AHV-Problematik nicht. Wohlgemerkt, man muss es richtig machen. Und in Malta oder Zypern gibt es auch keine Quellensteuern. Das heißt also, hier kannst du wirklich mit einer solchen Gestaltung dann optimal hier deine Steuern reduzieren, wenn du in der Schweiz wohnst. Steuerfakt in der Schweiz Nummer 10 ist Vorsicht bei gewerblichem Trading. Du hast vielleicht gehört, in der Schweiz sind Veräußerungserlöse steuerfrei. Also wenn du Aktien verkaufst, wenn du Krypto verkaufst etc., dann wird darauf keine Steuer fällig. Aber es ist in der Schweiz relativ genau definiert, was eben private Veräußerungsgeschäfte sind und was nicht. Also wenn zum Beispiel die Einkommen aus diesen Geschäften mehr als 50% deiner Einnahmen ausmachen oder die Haltefrist weniger als 6 Monate beträgt, dann läufst du in die Gefahr, dass das in der Schweiz nicht mehr private Veräußerungsgeschäfte sind, sondern gewerbliche. Dann zahlst du nicht nur Einkommensteuer, sondern dann zahlst du auch noch AHV. Dann wirst du hier also doppelt vom Schweizer Staat aufs Kreuz gelegt. Deswegen muss man hier sich sehr genau damit befassen, wie man sowas strukturiert, wie man sowas macht. Möglicherweise muss man sich von der kantonalen Steuerbehörde ein sogenanntes Tax Ruling holen. Das ist sowas wie eine verbindliche Auskunft der deutschen Finanzämter und dann hier seine Trading-Aktivitäten beschreiben und klären, dass man damit eben nicht hier gewerbliche Trading-Aktivitäten auslöst. Das ist insbesondere relevant natürlich für Privatiers, die ja keine anderen Einkünfte haben. So, das waren sie, unsere 10 Steuerfakten zum Thema Schweiz, und genau das sind eben auch dann die Themen, die wir bei unserem Seminar Auswandern in die Schweiz besprechen würden. Also wir gehen da sehr ins Detail rein. Viele Themen haben wir jetzt ja noch gar nicht angesprochen, hier Körperschaftssteuer in der Schweiz und so, und welche Kantone und welche Gemeinden dann besonders günstig sind. Das würden wir eben dann alles dann in dem Seminar machen, plus eben auch die ganzen Komplikationen, mit denen man rechnen muss, wenn man zum Beispiel aus Deutschland in die Schweiz zieht. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Lass uns wissen, ob du kommen willst. Ansonsten natürlich jederzeit gerne ein Beratungsgespräch buchen. Link dazu ebenfalls hier in der Beschreibung dieses Videos. Ich habe selbst früher in der Schweiz gelebt, mittlerweile natürlich auch in etlichen anderen Ländern. Ein schönes Land, die Schweiz. Hat mir sehr gut gefallen, meiner Familie auch sehr gut gefallen. Natürlich, da gibt es einige Eigenheiten wie in jedem Land, aber für viele Deutsche ganz sicherlich das Land, wo es am wenigsten
interne und externe Hindernisse gibt, hin umzuziehen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.